super Stücke schreiben. Es gibt Leute, die können toll Instrument spielen. Und bei dir ist für mich das komplette Paket da, aber noch etwas on top. Ich finde nämlich, dass du es schaffst, für dein Spiel, für dein besonderes Spiel, so einen Kontext zu schaffen, kompositorisch oder auch wie du eine Band zusammenstellst, wo dein Spiel blühen kann. Zumindest aus meiner Sicht baust du dir das perfekte Umfeld für die Art, wie du spielst. So dass es wirklich so rauskommt. Und ich habe mich gefragt, ob das was ist, wo du darüber nachgedacht hast oder ob das einfach durch deine kompositorische Reise kommt. Also so beides. Also erstmal danke, ich finde es immer wieder gut, dass es überhaupt rüberkommt, weil ich daran auch arbeite, wie es kommuniziert wird und so. Aber ich finde es halt auch, das ist chronologisch. Das ist halt so, ich lerne die Leute kennen, die ich schätze. Ich war immer Fan von denen, zum Beispiel bei Grund. Und dann habe ich mir schon vorgestellt, wie so ein Traum, wie es ist. Es ist sehr romantisch, wie es klingt, aber es war vor 8 oder 10 Jahren war es der Fall, was ich mir echt gewünscht habe, wie das klingen könnte und so. Und so kam langsam eins zum anderen. So, dann habe ich langsam mir vorgenommen, Stücke zu schreiben. Bei der allerersten Platte war es ziemlich naiv, aber ich habe mich dieser Verantwortung gestellt. So. Ich habe es versucht. Dann habe ich versucht, wie könnte man jetzt da rangehen? Und dann habe ich nicht versucht, so viel Angst vor der Komposition als solche zu haben, mit all seinen Theorie, Wahnsinn und so, weil da gibt es ja so viele Sachen, die dir Dinge verbieten erstmal. Und nur dann, wenn du die gescheckt hast, kannst du sie weiter transformieren. Und für mich war es dann halt erstmal so, ich wollte nur erstmal musikalisch rangehen, indem ich einfach was manifestieren will und einen Konsens schaffen wollte in der Band. Was ich höre, sozusagen, was ich einbringe. Und ja, also ich versuche das halt alles so zu hören, was ich so schreibe. Vorzuhören im Kopf, aber so eher noch, wenn ich mich damit beschäftige, höre ich es immer mehr. Ich lerne während des Schreibens. Und für mich ist es immer eine große Zielsetzung, sowas zu schreiben, was ich auch selber nicht gleich raffe. Im Sinne von, ich will meinen Gewohnheiten, so gegen meinen Gewohnheiten agieren. Das heißt, man muss konstruieren, man muss Formen schaffen, die quasi gegen deine natürlichen Ebene ist, sozusagen. Also wir sind ja alle so gebildet, das ist so normale Musik, also jeden Tag kriegen wir eine ganz klare Standardform. Und so trotzdem gehört eine Menge Arbeit, das irgendwie anders anzureichern, diese Art von Sprache, die man selber nach draußen bringen will. Ja. Und so kommt das alles so zusammen. Das ist halt ein längerer Prozess und ich beschäftige mich mit sehr viel verschiedenster Musik und auch meine Mitmusiker beschäftigen sich auch mit unglaublich diversen Stilen. Und dann kommt alles zusammen, dann vertraut man sich auch. Dann vertraut man denjenigen, der meine Komposition nimmt und eventuell transformiert zu was anderem. Und das ist halt quasi auch so ein Vertrauen, was auch Bestandteil des ganzen Verfahrens ist. So. Finde ich immer. Und dann kommst du dieses Resultat sozusagen und dann blickt man manchmal nicht die ganzen einzelnen Mechanismen mehr und nimmst es nur noch als Ganzes wahr. Und das ist eigentlich mein Ziel ein bisschen. Es muss nicht immer so sein, dass man alles so ganz klar wahrnimmt, sozusagen, so separieren sollte. So, es sollte eher so zusammenkommen, wie Improvisation trifft Strukturen und trifft Melodien, trifft alles, aber es ist eigentlich alles so ganz natürlicher Flow, wie man es stellt. Wie schreibst du eigentlich? Schreibst du am Klavier? Oder? Ich schreibe auch am Klavier, aber ich konstruiere auch so Formen erstmal. Dann fange ich an, so einzelne Noten zu setzen und gucken, wie es sich verhält zum Ganzen. Und dann fange ich an, auch zu konstruieren. Sprich, wir haben alle das gemacht, dass wir 12-Ton-Sachen aufgeschrieben haben, aber das habe ich auch gemacht, 3-stündige 12-Ton-Sachen und so. Und irgendwann habe ich gedacht, Moment, ich mache keinen Sinn. Also das Konstruieren hat mir geholfen, mit was anzufangen, auf weißem Papier. Aber danach gehe ich nachs Gehör. Das gefällt mir, das wiederhole ich. Das fange ich an auszuweiten, sozusagen. Bei Anthony Braxton war es auch manchmal so, dass es halt ging so 4 Takte, nochmal 4 Takte plus 1 Takt, nochmal 4 Takte plus 2 Takte und so weiter. Alleine so ein Färbungsmittel, da kannst du auch eine Menge mitmachen. Und das kannst du halt innerhalb des 12-Ton-Verfahrens, nachdem alle 12 Töne abgeklungen sind, sozusagen, kann man halt das auch anwenden und so weiter. Oder man unterbricht es eben, oder man so Boulez-mäßig serielle Musik in Zellen unterteilen, 12 Töne in Zellen unterteilen, weil dann dauert es nicht zu lange, dann kannst du es viel klarer setzen.
und serielle Verfahren und so weiter und dann auch meine eigenen Verfahren, die ich dann höre. Die sind ja alle irgendwie geprägt auch von abgefuckten Beats und so weiter. Auch der Rhythmus ist ziemlich interessant geworden, was für mich auch eine gewisse Harmonie prägt. So, für mich ist es ja so, Töne, wie die aufeinander klingen oder nacheinander klingen, ist für mich eine totale Harmonik. Ich meine, ob es jetzt ein Achtel versetzt ist oder ein 2/30. Das ist dann, zum einen hörst du es als plastischen Sound hinter dem Sound oder du hörst es als klare Linie fast sozusagen. Und das sind so Färbungsmittel, also da muss man sich erstmal darüber bewusst sein. Viele machen das gar nicht, viele sehen es dann nur in diese Einheiten, diese rhythmischen. Aber was rhythmisch auch passiert mit Harmonik, finde ich auch wahnsinnig spannend. So Sachen halt. Und dann, und dann habe ich natürlich oft das Glück gehabt, dass es demokratische Bands waren, wo ich dann das gebracht habe. Dann habe ich mal geguckt, was geht, ob es spielbar ist und so. Wenn es nicht ganz spielbar ist, habe ich Dinge geändert. Oder bestimmte Sachen haben sich dann geklärt, dass das jetzt nicht geht. Okay, das nächste. Ich schreibe relativ viel auch und viele so kleine Ideen auf und dann irgendwann schreibe ich das halt weiter. So halt. Ja. Ich zwinge mich jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt in einer Woche ein Stück fertig schreiben. Ja. Gib mir da ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ich glaube, ich kann nicht immer gleich sehen, was die Zukunft bringt. Sozusagen für mich dann. Ja. Waren von deinen Kollegen oder Mitmusikern bestimmte Leute sehr wichtig für dich im Sinne von, denen du deine Komposition gezeigt hast oder deren Reaktionen auf deine Komposition du vielleicht auch gebraucht hast oder die du da wertgeschätzt hast, die dir zum Thema Komposition auch weitergeholfen haben, besonders als du angefangen hast? Gute Frage. Also es war halt eher so, ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt... Also ich glaube, wir waren alle mal respektvoll miteinander, wie wir umgegangen sind. Deswegen war es jetzt nicht gleich so, dass es halt, hey, du musst das und das ändern. Es war natürlich immer die Form als solche, wie es geschrieben war, hätte manchmal besser organisiert werden können. Dass das halt quasi alle gleich lesen können. Ne? Da gibt es eine allgemeine Sprache, die viel effizienter ist. Und so, dass man halt dieses Bild ein bisschen klarer machen soll. Dass man halt überhaupt die Form des Kommunizierens. Aber ich hatte tatsächlich das Glück, dass nicht so viel kritisiert wurde mal eben. Das wurde halt echt, das kam dann so ganz natürlich durchs Proben und durchs Nicht-Funktionieren und ich habe mich echt auch schlecht gefühlt oft. Also ich fühle mich dann halt schon auch schüchtern. Ich entschuldige mich 1000-mal, ich kann es überhaupt nicht selber genießen, es dann zu hören. Kollektiv, ich habe das Gefühl, okay, Entschuldigung, dass ich mich jetzt quäle und eure Zeit in Anspruch nehme. Das ist halt immer auch ein Gefühl. So. Also so kam es auch chronologisch. Ich kann das jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt den Tipp von dem gehört habe und den. Und das hat mir jetzt unglaublich viel gebracht. Es war eher so die Beschäftigung damit, mit vielen Leuten darüber reden, auch viele Leute beobachten, wie sie es machen. Mit sehr kreativen Christopher Dell, wie er dieses arbeitende Konzert, was ich mit ihm mache, wo er diese offene Fragestellung stellt und einfach quasi unglaubliche Form und unglaubliche Komposition uns gibt und die erarbeiten wir und das ist Teil des Ganzen. Ja. Das ist schon das Konzert, sozusagen das arbeitende Konzert. Und es ist einfach, da gibt es halt Fragestellungen, die schon geklärt werden innerhalb des ganzen Prozesses, dieser ganzen Performance und das fand ich immer sehr spannend. So, das macht unglaublich viel mit einem, so gleich so, lass es mal runterbrechen, so im Prinzip, wenn man jetzt zum Beispiel Musik spielt, improvisiert und zu viel drüber nachdenkt im Prozess, plötzlich sich ärgert über sich selbst, verliert man den Flow und alles geht den Bach runter. Was weiß man schon, was gerade gut war oder nicht? Manchmal. Im besten Fall ist es so, am Ende hast du den Flow zumindest und das verzeiht dann auch eine ganze Menge sozusagen. Du kannst viel größer denken als nur verhaftet um Detail zu sein. Deswegen musst du so gebildet sein oder musst dich so kümmern, um bestimmte Musik zu verstehen, dass du sie bestimmt betrachten kannst. Manchmal von vorn, manchmal von oben, manchmal von der Seite. Das heißt, du musst dich mit ganz vielen Musikformen beschäftigen, die einfach einen Fokus überall haben können. Nicht nur ein Beat, es muss grooven oder es muss swingen oder nur, es muss harmonisch sein, der Rest interessiert mich nicht oder es muss nur frei sein. Also das ist alles Quatsch, das gehört alles zusammen. Ich finde, du musst in der Lage sein, irgendwie... Ja, was Universelles zu finden. Ja, zumindest jetzt, weil ich meine, als diese Sprache immer mehr ausformuliert wurde, der Jazz und improvisierte Musik und das ganze Ding, ne, Musik zu reformieren, das ist halt einfach, das musste natürlich detailliert erkämpft werden, so die ganzen Sound der Free Jazz musste sich befreien und da ging es erstmal nur um so fluxusmäßig, um überhaupt
irgendwas zu machen, ein Happening. So. Da ging es nicht nicht nur um richtig spielen, falsch spielen, da ging es um eine Position zu beziehen. Weil Musik ist ja für mich auch eine Kunstform und Kunst kommt nicht von Können, sondern von Rahmung. Welche Rahmung schaffst du? Und das ist halt Rahmung schaffen, okay, ein Werk schaffen. Ne? Also jeder Musiker sollte ein Ziel haben. So. Aber da ist die Frage schon wieder davor, was willst du sein? Weil ich stelle ganz oft die Frage so bei Leuten, mit denen ich zu tun habe, so, oder speziell wenn ich die Chance habe, irgendwie an Hochschulen mal zu unterrichten, so für einen Workshop, dann geht es erstmal um Politik, weil du musst ja auch eine Einstellung haben im Sinne von, ich fange nicht an, um was zu spielen, das macht gar keinen Sinn, weil ich meine, ihr könnt alle unglaublich spielen, wenn ihr es schafft, bei euch selbst zu sein, ein Stück weit, weil keiner kann den Menschen kopieren, alle sind sie unique. Und das wäre interessant zu sehen, genau, das ist ja die erste Einstellung wäre dann, okay, willst du Künstler sein, also jemand, der kreiert, oder willst du jemand sein, der anwendet, der einfach geil spielen will wie der oder der oder der. Aber am Ende des Tages ist es so, okay, du machst aber die Musik, die eigentlich darauf aufgebaut ist, dass immer Leute waren, die kreiert haben und neue Sachen geschafft haben, ne? Und geschaffen haben. So. Und das ist halt die Sprache, so. Sonst kannst du halt gleich in den Pop gehen. Und das ist halt was anderes einfach. Ne? Wenn du dir, glaube ich, dessen bewusst bist, dann ist auch schon mal viel klarer, um was es gehen sollte. Und wenn du dich für den Kunstweg entscheidest oder den zu kreieren, dann solltest du einfach so einen Weg verfolgen. Die permanente Arbeit in der Struktur ist total wichtig. So. Und die prägst du durch Beschäftigung mit Kunst im Allgemeinen. Das ist der Rahmen für dich? Das ist eine Rahmung schaffen, ja. Und auch so kontinuierlich mit Projekten arbeiten, das ist auch der Rahmen. Werkschaffung durch auch so sich natürlich einen Kopf machen, wie es klingen soll im Studio. Oder wie das Cover aussehen soll. Oder, ne, du kommunizierst ja auch mit deiner Kunstform und du bist ja der Einzige, der es initiiert. Und um verstanden zu werden, ist manchmal zu viel verlangt, hey, das ist schon verstehen irgendwann. Du kannst es so gut wie möglich verständlich machen. In der neuen Musik versucht man das die ganze Zeit und ich glaube, das sollten wir auch tun. In welcher Form? In welcher Form? Einfach indem man darüber schreibt, indem man darüber auch Interviews führt, indem man erklärt, worum es geht, indem man das Cover selbst gestaltet, wenn man kann, wenn man die Zeit hat. Das mache ich zum Beispiel mit meinem Label. Ich habe mein eigenes Label auch gegründet, wo ich überhaupt meine Musik einfach manifestieren will, was ich mag. So. Und ich stehe auch drauf, so genrefrei zu sein. Also ich stehe auf Hip-Hop, wie auf neue Musik, wie auf klassische Musik, wie auf auch guter Popmusik und alles. Also für mich ist das halt alles, da gibt es keine Tabus. So. Ja. Und das ist total interessant. So. Und das ist halt, das bedingt alles miteinander. Das fand ich geil. Ich glaube, über Chor hast du auch so ein bisschen selber drüber geschrieben. Genau, ja. Ist das bei anderen Platten auch? Ja, bei Open Society habe ich es auch gemacht, aber nicht in der CD selber, in der LP so extra. Das würde ich gerne mal lesen. Kannst du lesen, das kannst du auf meiner Seite lesen. So, da habe ich da habe ich darüber geredet, um was es geht. Aber natürlich auch nicht vorgefertigt. Ne? Das ist so beides. So. Für mich ist der Prozess als solches wichtig. Es inspiriert mich auch, der nächste Schritt inspiriert mich wieder, anders darüber zu schreiben. Und das zeigt mir wieder, wie ich darüber denken kann. Weißt du? Ich meine, zum Thema, ich fange an, so einen Prozess zu starten und dann, Moment mal, wie will ich das eigentlich kommunizieren? Und dann kommt die andere Fragestellung und dann kannst du plötzlich anfangen, dort das anders zu beleuchten und das hat nicht damit zu tun, dann weißt du ja noch gar nicht, was du machen wolltest. Nee, ich nutze den improvisativen Prozess als Prinzip, als Konzept. Ich glaube, das ist was lange so nicht gemacht wurde, ne? Dass wir selber anfangen, über unsere eigene Musik zu schreiben, haben wir uns vielleicht, oder ich sage jetzt wir als die letzten Generationen oder auch schon viele Generationen davor, nicht über die Musik sprechen oder... Fühlst du. Genau, es kommt und über Feelings zu reden, finde ich auch manchmal so Schwachsinn, weil alles hat einen Grund, warum man fühlt. Wenn man natürlich bestimmte Links hat, ne, dann denkt man an das und das oder so. Aber es ist ja auch nur Wissen und eine Art von Erfahrung, die man gemacht hat im Leben. Und desto weniger Erfahrung, desto weniger wirst du angerührt. Guck dir die AfD an, guck dir die ganzen, ne? Ist doch Wahnsinn, ist doch logisch. Also ist es nur noch im Affekt, die können nicht mehr herrufen, warum die diese Wut haben. Hey, denk doch mal rational, es ist doch einfach so und so sieht's aus. Es stimmt doch gar nicht, warum du diese Wut hast. Ist trotzdem so, ne? Bullshit. Man muss einfach
Das hat so Strukturalismus. Das hat halt alles mit dem großen Ganzen zu tun, sozusagen. Wie du gebildet bist, wie die ganzen Links sind und so weiter. Und das ist halt eine Menge, so das ganze Bild setzt sich aus ganz vielen kleinen Pixeln zusammen. Und das ist halt die Form, die wir sein wollen und so. Weil da musst du schon einen Fahrplan haben und du musst dich schon bilden, auch wenn das jetzt, ja, und bei uns ist es halt im Jazz auch verschrieben, so ein bisschen so wie, ach, du denkst wohl, du bist was Besseres. Was eigentlich Quatsch ist, weil, oder so, das ist zu intellektuell, und dann denke ich mir, nee, es ist einfach nur, das ist ganz schön, ich habe also von so einer neuen Musikpianistin, mit der spiele ich gerade, oder wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt mit der Tamara Stefanovic, eine Wahnsinnspianistin. Und die meinte nur, wie, das ist doch nicht, das ist reichhaltig, das ist nicht nur intellektuell, reichhaltig wie ein Vollkornbrot. Was einfach, weißt du, bei dieser ganzen Bio-Hipster-Generation, die eigentlich sich unglaublich gut ernähren will und darüber alles weiß, wieso wollen die nicht, also diese permanente Unterforderung unserer Gesellschaft ist quasi falsch, wo soll es denn sonst hingehen? Mhm. Damals hätten sie so bestimmte Jazzstücke so vor 200 Jahren grauenhaft gefunden, weil sie gar nicht wüssten, das zu verlinken. Mhm. Ganz klar, so halt. Und da sollte man einfach ganz klar sein gegenüber diesen Verlauf der Dinge. Wie bildest du dich? Wie? Ja. Ich versuche offen zu sein und ich versuche einfach Dinge zu hinterfragen so. Und beschäftige mich sehr viel mit anderen Dingen und anderen Leuten auch, die quasi beeinflussen. Ist halt so, dass wenn zum Beispiel mit Christopher Dell, der mich total geprägt fand, ich finde Christopher Dell großartig und einfach die Gespräche mit ihm sind großartig und da resultieren wieder andere Sachen, die ich dann lesen will. Und auch du hast mir neulich, also als du das gepostet hast, das mit Morton Feldman, ich liebe Morton Feldman, aber ich wusste das Interview nicht und es ist mir gesendet und ich habe es gehört 2-3 Mal. Das war einfach toll. Ja. So halt. Ja, und einfach offen sein und auch Dinge fragen. Ne? Und nicht einfach sagen, ja, kenne ich schon, das ist alles cool. Nee, die Schwächen zeigen und wieder quasi öffnen und wieder Neues reinzulassen. So. Ja. Also ich habe letztens gelesen, dieser Harari, der dieses Buch Homo Sapiens geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Und er hatte quasi eine Geschichte über die ganze Menschheit. Eine kurze Geschichte über die Menschheit. Und einer der geilsten Sätze für mich war, die großen Entdeckungen waren eigentlich nur möglich, sobald man sich die eigene Unwissenheit zugestanden hat. Ja. Also, weiß ich eigentlich wirklich, wie Art Blakey spielt? Weiß ich eigentlich wirklich, ob die Erde eine Scheibe ist? Ja. Weißt du? Nee, weiß ich nicht. Oder weiß ich, wo Amerika ist? Und dann auf die Reise gehen sozusagen. Deshalb interessiert mich so, wie bestimmte Sachen, musikalische Sachen, wie studierst du? Oder wie gehst du auf die Suche? Wie forschst du? Naja, das ist einfach so, also ich wurschtel ziemlich viel rum. So, ich mache halt, bin ein quirliger Typ und ich mache halt auch so, wenn ich Schlagzeug übe, versuche ich so, wie soll ich sagen, also man lernt ja über Licks, vorgefertigte Apparate, lass es mal jetzt so runterbrechen, ne? Lernt man ein Instrument, eine Sprache finden, wie man Bezug dazu bekommen kann. So Parallels beim Schlagzeug, Handsätze, harmonische Wendungen beim Klavier und so weiter, einfach so, dass die liegen, so, ne, in den Händen. Und dann versuche ich halt einfach, das irgendwie durch viel Spielen so zu verschalten, dass ich quasi alles in Echtzeit abrufen kann und nur noch das spielen kann, was ich höre. Wenn ich in Licks denke, mal eben. Also natürlich ist auch eine gewisse Sprache, so, du musst ja natürlich dann, wenn du Jazz spielst halt einen Jazz-Beat, so, aber trotzdem die Art und Weise, wie du innerhalb dessen agierst und so, kann ja mal freier sein und mal steifer. Ne? So. Und auch so, wenn ich Solo spiele und so Sachen mache, dann versuche ich das einfach so frei wie möglich zu gestalten von Handsätzen und von vorgefertigten Ideen manchmal. Es ist schön, eine Idee zu haben und die auszubauen, aber man weiß ja nie, was passiert. Mhm. Ja. Was sind da aktuelle Sachen, an denen du arbeitest? Durchs Komponieren kommen Fragestellungen, so wie viel muss ich meinen eigenen Rhythmus aufschreiben, weil manchmal ist das auch für mich ein guter Bestandteil des ganzen Kompositionsprozesses, so den Charakter klar zu manifestieren, dann später ist es schön davon zu abstrahieren und ich habe aber das geschrieben, die Idee und das ist nicht einfach so, okay, die Takte sind zu füllen und dann füllt man die tatsächlich auch manchmal mit dem, was man nicht schon kennt und dann ist es schon irgendwie was anderes, das macht man viel zu wenig darüber nachdenken. Und das ist ein Ding und dann versuche ich sehr flexibel am Schlagzeug zu sein. So.
so zu gehen, so zu gehen, so zu gehen, so zu gehen. Ja. Also so gelenkig zu bleiben und so weiter, dass mich da nichts auffrisst. Und Handsätze auch, ganz viele verschiedene Handsätze. Ich versuche das so zu hören und so zu schreddern, dass es mir egal ist, ob ich da 3 oder 4 Handsätze mache. Und wenn ich gerade nicht rauskomme, rechts oder links, dann ist es halt egal, dann kann ich es ja trotzdem irgendwie so machen, dass es weiter flowt, weil es da irgendwas dann passiert, weil ich sehr viel geübt habe, verschiedene Handsätze und so. Ja, und auch so hören, ne? Du musst ja auch so hören lernen, wo willst du hin? So. Ja. Ich sehe das dann halt auch immer so, was ich vorhin schon meinte, mit dem mehrere Ebenen denken und alles beleuchten können von oben, von unten, von der Seite. Ist halt so, manchmal ist man halt in der Struktur drin und ist halt so Mikrophrasieren und manchmal macht das keinen Sinn, weil dann solltest du lieber in großen Intervallen denken sozusagen, damit das ganze Große nicht verloren geht, dann suchst du wieder aus und kannst das Ganze wieder sehen. So, und das lerne ich quasi die ganze Zeit hin und her zu schalten, super schnell, weil so verlierst du nie den Raum. Ich nehme aber an, dass gerade durch deine Fähigkeit so wahnsinnig, auf so einem wahnsinnig komplexen, schnellen Level spielen zu können und dabei so frei und elastisch zu sein, erfordert das beim Üben das Gegenteil quasi, sehr strikt und sehr, sehr langsam ranzugehen? Oder wie ist es, wenn du... Auch, ja. Ich übe sehr schnell. Und man sogar noch schneller. Hat man mehr. Ja, genau. Und manchmal noch schneller, weil da gibt es jetzt nicht diese romantische Dings, ihr übt eigentlich sonst mal langsam und es kommt von ganz alleine. Nee, stimmt nicht. Das ist natürlich ein tierischer Aufwand natürlich auch. Ne? So das Energielevel zu halten und so weiter. Ich muss aber mich auschecken, so ich sehe das eher in große Gibt so. Möller-Technik sagt ja auch, dass es eher in Wellen geht. Sozusagen. Und in diesen Maß ist das ja ganz relaxed. Und es ist halt, da gibt es schon einige Hürden. So, und da musst du halt schon echt das auch schnell üben. Und dann wieder runterbrechen und dann wieder schnell spielen. Geil. Um noch schneller zu spielen. Ja, klar. Eigentlich ist das langsame Spielen ja nur zur kurzen Erholung. Ja. Ja, so halt. Und ich sehe aber nochmal zum Thema Schnellspielen, das ist die Frage, wie du es siehst. Ne? Für mich ist manchmal das Event als solches nicht genug, sondern das Event soll ja einen Korpus haben. Manchmal ist ja der Sound als solches ein Sound. Okay. Aber dann ist der Sound ist ja auch nicht naiv, aber nur der Sound ist ja ganz viele Obertonspektren, das ist ja eine Struktur. Ja. Richtig. Das heißt, die kannst du auch spielen, indem du machst. Dann hast du halt deinen Sound kreiert. Oder du kannst den halt irgendwie, dass du ein bisschen langsam bist, dann hast du halt eine ganz andere Struktur. Und manchmal ist es für mich so, unglaublich 4 Millionen Noten zu spielen, heißt für mich nicht viel spielen nur, sondern wenn die dynamisch immer da drunter liegen, ist es quasi die Plastizität der ganzen Musik. Unter Umständen, oder des Flows oder whatever. Ja. So sehe ich das. Ich sehe es eher spektraler. So. Ich sehe es nicht als nur einzelne... Also ich sehe das, wie ich schon sagte, so, du musst in der Lage sein, auch das kam... Also ich habe mich auch oft hinterfragt, so bei Freispielen, komplett frei mit Leuten nicht treffen und so, man kennt sich nicht und spielt, man fühlt sich echt schlecht. Man fühlt sich einfach oft schlecht, darum geht es aber auch so. Gegenüber deiner Erwartungshaltung versuchst ein gutes Konsens zu finden, wo es einfach darum geht, irgendwie eine gemeinsame Sprache zu etablieren. Da musst du aber dein Ego abstellen, das ist echt kompliziert manchmal, weil du kommst schon mit einer Erwartungshaltung hin. Und dann denkst du, ja, so ein bisschen, das könnte jetzt auch, das wäre ganz nett. Aber das funktioniert jetzt nicht. Ja, der hat wohl nicht gut zugehört. Nee. Das ist dann so ein bisschen anderes Ding. Manchmal muss man sehen, dass man dann wieder eine andere Haltung einnimmt. Okay, mit Absicht ist es jetzt so, wir sind 4, wir wollen nicht zusammenspielen, kann aber auch geil sein, weil wenn jeder stark ist für seine Stimme, das ist eine tierische Polyphonie, wenn jeder aber unfassbar geil phrasiert in seiner eigenen Welt, ist es am Ende bestimmt mega gut. Oder es kann gar nicht schlecht sein. Aber man muss die Position beziehen, schafft erstmal in der Band so zu erkennen, dass alle sich dessen sofort bewusst sind. So ein Typ wie Tobias Diel ist sich das sofort bewusst. Alles, mit dem wir schon unglaubliche Sachen machen dürfen. So, das ist halt, und das merke ich halt und das spürt der und das ist für mich total wichtig. So fokussierst du halt nicht in dem Sinne. So. Du meinst fokussieren auf sich selbst? Nee, auf das, was du gerade willst. Ja, okay. So, und durch Komposition ist noch wieder was anderes. Ne? Da bringst du schon was Konkretes mit, aber das schaffst du auch zu abstrahieren dadurch, ne? Wie es klingen könnte. So, ja. Ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich irgendwann mal mit Jonas gesprochen. Und wir kamen irgendwie auf dich und ich weiß nicht, ob Jonas das heute noch so sagen würde. Ich weiß auch nicht, wie du das siehst. Ja.
Und wahrscheinlich ist auch das Thema der Schnelligkeit oder des Tempos was dir vielleicht auch so ein bisschen zum Hals raushängt. Aber trotzdem musst du öfters dran denken, Jonas sprach davon, dass wir alle in uns ein eigenes Tempo tragen. So. Jeder hat sein eigenes Grundtempo, das wenn man wollte, oder noch nicht mal, wenn man wollte, aber was in einem schwingt. So. Ja, und er hat über dich einfach gesagt, dass er das Gefühl hat, dass deins einfach wahnsinnig viel höher ist oder kleinteiliger als bei vielen anderen. Mhm. Und irgendwie ist das so, schwingt das immer so mit. Wenn ich an dich denke ich an diesen Satz so ein bisschen. Ich wollte dich eigentlich immer schon mal fragen, wie du das, ob du über dein eigenes Tempo nachdenkst oder ob du dir darüber Gedanken gemacht hast. Ein eigenes Grundtempo, was in dir schwingt. Na klar. Und ich habe versucht zu wissen, wie ich es zu deuten habe. So, ich bin ja auch, man muss glaube ich auch erstmal wissen, was man will. So, auch soundlich, ne? Und auch welcher Typ man ist, wie du sagtest. So. Aber ich habe halt ziemlich schnell gelernt, ich bin jetzt nicht der schon gleich mal eben am Anfang in sich ruhende Typ damals gewesen. Ich war quirlig, ich wollte Druck machen. Und den habe ich auch dann genutzt, sozusagen, als dagegen zu argumentieren und dagegen zu arbeiten. Meine Natur ist ein bisschen schneller, das ist richtig. Ja. Und ich finde so zum Thema Virtuosentum, die Romantik, wow, du musst ein Virtuose sein. Das erschließt sich bei ganz vielen eigentlich totalen Low-Typen sozusagen über den Lick als solches. Wenn die nicht schnell sind, dann sind sie nicht schnell, die werden ja niemals schnell. Das ist gar nicht schlimm und das ist auch nicht wertend gedacht. Die sollten nur sehen, wo haben sie ihre Fähigkeiten, wie in Promotion auch ihre Fähigkeiten noch ganz irgendwo anders hatte, weißt du? So, und das ist halt, wenn du das schaffst, rauszukristallisieren, dann ist das die sogenannte Magie oder das, was es dann so weise macht, weil du genau weißt, was du für Rahmung hast und, so, und wie du die weiter schaffen kannst und ausbauen willst und kannst. Genau, das ist interessant. Habe ich. Deswegen sagte ich ja auch, der Event, den kann ich auch akzeptieren mittlerweile, dass der schwingt, ist gar kein Problem. Aber danach die Form zu kreieren und den Raum zu kreieren, das finde ich super spannend. Genauso den Raum zu kreieren durch serielles Verfahren, sprich, jede Note hat ihre eigene Dynamik. Und es ist ja ganz logisch, dass ein lauter Event dir näher vorkommt als dahinter den kleinen leise. Schon hast du einen eigenen Raum geschaffen. Das war so interessant, so, wir haben jetzt so aufgenommen im Loft, da gibt es ein Trio, wo wir uns auch mit neuer Musik beschäftigen, mit Jonas Westergaard und Christopher Dell. Und da war es jetzt so, wir haben jetzt die Aufnahmen vom Loft bekommen und der Raffmix klingt eigentlich schon super, aber dann dachte ich, okay, daraus kann man natürlich noch viel besseren Mix machen. Dann haben wir das so durch so eine alte Tape-Maschine, keine Tape-Maschine, das war so ein Studer-Mischpult, gejagt sozusagen und dann wurde alles wärmer. Das war irgendwie super und das wollte man, dachte ich. Und dann am Ende dachte ich mir, wow, wir haben eigentlich alles kaputt gemacht, was an Eigendynamik war. Dann hat man so einen Hallraum noch oder so eine Hallplatte noch reingemacht, damit es doch ein bisschen fetter und größer klingt. Ja klar, die normalen Verfahren für lineare Musik, um die schöner zu machen und größer zu machen. Aber mittlerweile ist in der Musik, die wir machen, wenn es auf Forschung basiert und Harmonik und Kommunikation, Raum, Schnelligkeit, wir spielen ja mit diesen Parametern des Sounds auch. Und das heißt, das brauchten wir gar nicht. Das war alles schon da. So, und wir haben einen Raum geschaffen und diese ganz trockene Aufnahme hat viel mehr Raum als die mit dem Raum. Weil eigentlich jedes Instrument klingt so voll, dass du schon gar nicht mehr die Chance hattest, die schnellen Aktionen als Räumlichkeit wahrzunehmen. Das war für mich total interessant. Ja. Ich habe gedacht, das fixt mir noch mehr, das wird noch krasser klingen und so. Oft war es enttäuschend. Teilweise ist es so puristisch, du musst nur lernen, wie. Also du musst bestimmte Musik einfach so puristisch wie möglich behandeln in der Hinsicht halt. Das war halt in meinem Raum aufgenommen, also warum jetzt da noch großartig rumdoktern. So. Einen anderen Raum drum zaubern. Einfach Teiler machen, quantisieren. Auf 16. Grid. Moment, quantisieren. Es gibt eine Stelle oder zwei Stellen auf Open Form Society, wo so Tonrepetitionen von Klavier kommen. Ja. Sind die echt gespielt? Oder? Die sind ein bisschen schneller gemacht. Okay. Aber die sind spielbar. So mega. Es klingt so unfassbar geil. Die sind, ja, ich schreibe hab immer gerne oh Gott, ich krieg das Wort jetzt nicht hin, hilf mir. Repetition geschrieben, weil ich finde es auch der Sound hinter dem Sound, ne, durch Rhythmus und dann geht es halt weiter und so hast du halt innerhalb
der schnellen Figur eine langsame Bewegung. Ja. Melodisch, ganz simpel. Also, Ja. ne? Aber so denkt man manchmal vielleicht nicht. Whatever. Und das ist ein bisschen schneller gemacht, aber nur ein bisschen. Das ist schon ziemlich krass gespielt. Aber das Ding ist halt produziert. Es ging halt auch darum, dass man es so macht, dass es noch mehr genagelt klingt. Weil es ging wirklich so, also deswegen musste man es irgendwie optimieren. Und es war, und live müssen wir das irgendwie noch ganz anders machen. Aber wie gesagt, es geht mir ums Resultat. Ja. Musik kommt nicht von Können. Ja, geil. Ja, also. Du meinst bei Aorta? Ganz am Ende. Aorta und am Ende, das drittletzte Stück oder so, ist auch nochmal so eine Stelle. Nee, da ist nichts drin. Es gibt Es führt später, nichts, später nochmal, Nee. ich habe es doch gerade noch gehört, an einem späteren Stück auf der Platte. Am Anfang passiert was? Ich weiß, so wo Drittes zwei Stück. Piano klingt. Ja. Nee, aber das ist gespielt so. Ah, geil, wow. Aber es sind halt drei Pianisten. Ja, Das ist dieses Triangular. Triangular, ja. tierisch, super geil. Ja, danke, ja. Mich würde interessieren, weil du gehst auf super viele Konzerte, du checkst alle Leute aus. Ich versuch's, keine Ahnung, also ja. Steckst da viel Energie rein und mich würde interessieren, was du von deinen Kollegen und Kolleginnen gelernt hast. Was wichtige Lektionen waren, wo du sagst, da habe ich den und den gehört, es war ein kleiner Moment, aber da habe ich ganz viel rausgezogen. So. Jetzt nicht von deinen Heroes, sondern von deinen Kollegen, Schlagzeugkollegen, alles, was dir einfällt. Ja, Paul Lovens. Ja. Entschuldigung. Ja. Paul Lovens ist für mich unglaublich. Und was ich von ihm gelernt habe, ist einfach so die ganze Haltung, sich quasi, also wie du eins wirst mit der Band. Sozusagen auch, er hat eine ähnliche Ästhetik eigentlich, würde ich jetzt mal so sagen, wie ich mag, so, oder die ich mag. So, ich bin sehr beeinflusst von Paul Lovens tatsächlich. Die Art und Weise zu spielen und Kontraste zu setzen und auch so Plastizität zu kreieren hinter denjenigen, der soliert, oder so einfach dahinter zu verschwinden und so ein, wie soll ich sagen, so zu coloren, die Umgebung. Und das ist halt großartig zu sehen. Ja. Ich kann noch nicht mal sagen, es hat mich halt geprägt, um zu sehen, wie er agiert und was er für ein unglaublich cooler Typ ist. Ja. Und dass er das unglaublich kritisch sieht alles, sozusagen auch. Und dann, er mag manchmal seine Kollegen kurz nicht und scheißt die so netten an, so ein bisschen so. Aber, meinst du musikalisch? Ja, ne, ein bisschen, ja genau. Ja, der war ja zu laut, der hat wieder nicht hingehört. So. Es war alles mit so einem Respekt und alles so einer Selbstverständlichkeit. Natürlich. Man muss sich jetzt nichts vormachen, um dass es weitergeht, da kann man sich ja auch mal gegenseitig das, was nicht so toll war, sagen. So, ja. Es muss ja nicht gleich sagen, hey, du hast da Scheiße gespielt, sondern man kann das irgendwie kritisch mal hervorheben. Ja, das finde ich immer sehr spannend. Und überhaupt mit vielen Leuten habe ich tatsächlich spielen dürfen. So. Also Christopher Dell finde ich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll zu dem Christopher Dell. Das ist halt einfach für mich so die Art und Weise, wie er Musik denkt. Und er kommt halt aus diesem strukturalen Denken, so, das ist halt alles bedingt. Er kommt aus der Architektur auch und verschaltet es halt alles miteinander. Und diese Art zu denken und andere Sachen zu hinterfragen und überhaupt Sound so zu denken, habe ich von ihm gelernt. Mit ihm habe ich durch gemeinsames Forschen an so Bolet-Strukturs, in Zone checken, gemeinsam hören und dann versuchen, in diesen Zonen zu improvisieren, versuchen so diese Art von Sprache und Gegensätze, so reelle Verfahren in Stimmungen einfangen und aufteilen und überhaupt so, ja. Das gemeinsam so im Präsentationssatz habe ich eine Menge gelernt, so Morgenfelden checken, wie dann Events aufeinander gestaffelt wirken über einen langen Zeitraum und so, ja, ohne die Mikrotime zu verlieren, weil für mich ist es immer so, wenn ich Pausen lasse, bei dieser Band oder diesem Trio ist es halt so, dass ich halt zähle auch. Ich versuche mich zu cutten, in den Pausen zu cutten, dass es nicht so ist. Plötzlich verfällt man wieder so eine Romantik. Ich versuche mich auszutricksen, um den Event gegen meine Natur agieren zu lassen. Dann schiebe ich mal 3/16 rein und zähle. Aber verstehst du, oder man macht so Dinge wie konzeptionell, man zählt bis 5, dann zählt man bis 6, bis 7, dann zieht man das wieder zurück, aber es hat dann plötzlich so eine ganz geile Architektur, die man, glaube ich, spürt oder hört. Ja. Also es muss nicht sein, direkt, nee, es ist einfach auch eine Färbung, die ich
Klavierfarben für mich so zu nehmen. Und Dra kennen wir alle. Ja. Kennen wir alle. Ja. Genau. Und ja, wie die das machen, ist auch großartig. Ich meine, wenn sie dann auch darüber zählen, ist es einfach für mich Wahnsinn. Und das Resultat von so viel Arbeit, ne? Von so vielen Jahren Arbeit. So. Hast du ja mit Ramon gespielt? Christian Ramon? Habe ich schon mal, ja. Ja? Ist toll, toller Typ. Ja, super. Was für ein Kölner Typ. Unglaublich, super. Er ist einfach super geschmeidig. Ich finde, der swingt auch tierisch, weil das einfach so der ist super. Er floatet unglaublich. Ja. So kann ich das sagen. Ja. Wie ist es so von Achim Kaufmann? Was hast du von ihm mitnehmen können? Auch wahnsinnig viel. Für mich und Robert war es ja mal so eine Traumbesetzung, mit ihm zu spielen. Das haben wir dann auch gemacht und kamen mit den Grünen raus. Ich kann mich noch daran erinnern, als es dann irgendwann hieß, als Robert meinte so, okay, wir werden mit Achim spielen. Ja. Und wir haben alle gefeiert auf eine Art so, ja, geil. Ja. Ihr mit Achim. Ja, das war unglaublich Wahnsinn, weil ich fand ihn in jeglicher Hinsicht gut. Diese Weave haben wir alle, das Standardwerk, das weiß ich jetzt auch nicht, so romantisch kann man jetzt sagen, aber das für die deutsche Jazzgeschichte ist schon absolut ein Meilenstein so gewesen. Ja. Das ist einfach so. Die Art und Weise zu spielen, schon sehr traditionsbewusst immer noch und so. Und dann irgendwie aber trotzdem mit einem ganz bestimmten, dieser ganz speziellen Rahmen seinen eigenen Weg zu gehen. Das war schon ziemlich klar. So. Und überhaupt dieses Suchen schon, dieses eigentlich Zweifeln schon im Moment sozusagen. So, und dann dadurch schon das Nächste erahnen lassen sozusagen. Ja. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und für Achim ist für mich der wirkliche Improvisator von ganz vielen. Der schafft wirklich, also ist ein unglaublicher Improvisator. Ich kann jetzt gar nicht so viel sagen. Er schafft wirklich, sich dem Moment voll hinzugeben und dem unglaublich Kontra zu geben und dadurch neue Impulse zu schaffen. Das ist Wahnsinn. Also es ist echt. Und wenn es zum Thema Harmonik kommt, dann ist ja unglaublich, weil er, wie gesagt, sehr offen ist. Der ist mit allem, was er schon macht. Der hat sehr viel mit neuer Musik zu tun und auch mit Sound. Obertonspektren, Denken und überhaupt. Zum Thema Obertonspektrum denken, das denke ich auch. Und zwar checke ich auch öfters mal, setze ich mich hin und versuche einfach nur so Obertöne abzugreifen beim Becken. Weil ich nicht ganz so Obertonspektren mache. Mach mal vor. Mach ich mal vor. Also check, das wäre dann sowas zum Beispiel. Es gibt so bestimmte. Also es sind so. Ja. Also es gibt noch mehr, je nach Becken natürlich auch und je nach Kraft und Stick und so, aber wenn man ein Gefühl für das Material hat, geht dann natürlich noch viel mehr als man denkt. Das geht. Logisch. So Sachen halt, genauso wie, hast du so, da gibt es ja so auch zumindest so mal denken, sozusagen, dass es natürlich auch noch mehr geht. Also wenn noch mehr gibt im Membran, so als solches. Geil. Naja. Aber es ist natürlich auch krass so, also wenn du fragst, so, welche Leute dich beeinflusst haben, ich meine, damals Jochen Rückert auch unglaublich. So, ne? Also die Art und Weise, schon so ein Rüpel und dann so der Druck macht, so, das war Wahnsinn für mich. Mit seinen schwarzen Fingernägeln, der eigentlich auch so grunge-mäßig daherkam, ne? Stand auf Nirvana, hat dann auch mal so auf seiner Jazzplatte, die ziemlich puristisch war, plötzlich dann als Hidden Track so einen Nirvana-Song gemacht. Ja, sozusagen. Ich fand es aber super hip, weil es irgendwie schon so war, so ich scheiß drauf. So. Es war so ein bisschen so, er hat schon alles so ein bisschen so geschreddert. Und das fand ich. War schon einer deiner Heroes. Damals natürlich, für uns alle ein Stück weit. Ne? Ja. Also Drummer speziell. Ne? Kölner Szene speziell auch. Ich meine, gut, ich bin der Ostdeutsche, der das dann noch zufällig heimlich gehört hat im Westradio, aber ja, das war beeindruckend. Auch so die Art und Weise zu swingen und zu phrasieren. Rosa Rauschen damals war ich ein wahnsinniger Fan. Rosa Rauschen war unglaublich. Die beste Besetzung von Rosa Rauschen überhaupt. Ne? Das war unfassbare Platte. Wie heißt die irgendwie so im Reich der Tondichtung. Ja.
Ja. Ja, er war jung und einfach auch wild. Es war sehr ungeschliffen und ich fand es genau gut. Super. Ja. Genau. Und, ja, also das war jetzt damals, ne? Und dann auch Baby Sommer, Han Benning und so. Baby Sommer ich hatte studiert, aber es ist halt, er hat mich jetzt nicht wirklich nur beeinflusst, jetzt als Musiker nur, sondern auch so als Mensch, die Art und Weise, wie man Dinge macht. Das war einfach interessant damals, als ich 16 war. Was zum Beispiel? Ja, genau, wie man Sound repräsentiert. Durch Bewegungen auch. Ja. Ja. Aber jetzt nicht, also eher mal, ja, aber jetzt nicht reißerisch, ne? Also eher so wirklich im natürlichen Verlauf der Dinge. Das ist aber auch bei dir eine Reise gewesen, oder? Du hast es damals mehr gemacht, als wir uns kennengelernt haben. Habe ich es mehr gemacht. Hast du es viel mehr gemacht, jetzt wird es über die Jahre... Ich habe es nie konzeptionell gemacht. Das war dann halt so. Ja, klar. Ich habe mich haushalten gelernt, so vielleicht so, aber es war auch so, brauchtig zu sein, ab einem gewissen Punkt. Und auf der anderen Seite hat sich halt viel mehr gefestigt, weil damals brauchte ich die Bewegung, um diese Energiezustände zu halten. Und jetzt kann ich sie durch andere Arten von Verfahren. Ja, du hast es verinnerlicht. So, genau. Und damals brauchte ich halt wirklich die Bewegung nicht, um zu posen, sondern um wirklich da irgendwie Platz zu schaffen. So, Die Haare waren noch länger, da musste ich noch mehr. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, klar. Ja. Hat irgendwas diesen Raum eingenommen? Welchen Raum? Den Raum, den du vorher quasi bewusst oder vielleicht auch unterbewusst, aber ja, am Anfang bewusst, dann unterbewusst, dieses eingenommen hat quasi, diese etwas anderes, wo du dich vielleicht jetzt mehr drauf konzentrierst? Mehr in der Musik zu sein und dieses Reinzoomen und quasi beim Spielen sofort diese Mehrdimensionalität versuchen zu sehen, weißt du? So dass du halt alles sehen kannst. Unter Umständen, ich sage nicht, dass ich alles sehe, ne? Aber das ist für mich sozusagen, kann ich die Musik so sehen, genau, mehrdimensional. Und das, da habe ich mehr Zeit jetzt. Ja, das spüre ich. Okay. Ja. Und ich kann noch viel mehr Zeit kreieren und auch viel länger Energiezustände halten, auch wenn sie noch so fricklich sind. Oder noch so schnell oder noch so langsam, so beides. Was erwartest du von einem Bassisten? Was ist dir wichtig? Ganz grob zu sagen, sie muss schon stark sein in seiner eigenen Timegebung und seine eigene Sache machen will. Er kann jetzt nicht vom Drummer erwarten. Ansonsten schon eine gewisse Art von Stärke für sich, oder? Weil das ist ja natürlich auch schon ein Kern der ganzen einer Band und überhaupt. Und teilweise hilft einem auch, wenn andere kreieren, ein bisschen so die Erdung wieder zu finden. So. Das ist, also das kann man natürlich auch aufteilen, ist gar keine Frage, aber so jetzt mal rein wenn man so basic-mäßig rangeht, finde ich das eine unglaublich tolle Stärke, auch soundlich. Guten Sound, was immer das auch jetzt ist, ne? Also natürlich meine Bassisten, die spielen unterschiedliche Sounds, Pelle klingt anders als Jonas Westergaard und Jonas Westergaard klingt anders als Robert Landon. Ne? So, weiß gar nicht. Die jahrelange Arbeit hat es irgendwie so gemacht, dass es für mich Sinn gemacht hat. Und aber komischerweise inspirieren mich diese 3 Bassisten, die ich jetzt gesagt habe, zu unterschiedlichen Spielen. Ja. Ich muss sagen, ich spiele auch wirklich unterschiedlich. Also ich spüre es, ich weiß nicht, ob es so ist, aber so mit einem Peter Elb schon ein bisschen edgy, gib ihn, so was ich auch immer wollte. Auch so. Ja. Aber so nur Grid am besten und am besten nur noch so, ne? So 90er Jahre am besten. Und auch so komplizierte Strukturen, immer die ganze Zeit Beats und doch ein anderer Beat wird gedacht und dann geht es nochmal anders. Frei bewegen, mega riskant über Form, ziemlich kompliziert, aber nicht den Drive verlieren und so. Und mit Robert ist es halt alles gewesen, immer so. Ziemlich viel freispielen und dann Form und es war immer eine super Leichtigkeit, aber es wurde natürlich auch super hinterfragt zur gleichen Zeit. So mit Robert, so ja, ist das jetzt nicht vielleicht doch ein bisschen zu plakativ und so, sofort so diesen Dingen gefragt. So. Aber wir kennen uns natürlich noch viel länger. Mit Robert bin ich brillant so auch. Ja? Ich kenne ihn länger als Jonas Westergaard. Das heißt, das ist eine Natürlichkeit, die ich noch nicht mal mehr
sagen kann, wo das herkommt. Ja. Das ist einfach super. So, wir haben uns beide auch weitergebildet, das ist auch toll, dass halt die Musiker, mit denen du spielst, sich auch weiterentwickeln. Sonst entwickelst du dich nur weiter irgendwo hin und ihr kommuniziert nicht mehr miteinander, auf was ihr steht. Und dann habt ihr keinen Konsens mehr in der Ästhetik, weil die Ästhetikfrage ist auch eine super wichtige. Was für Ästhetik willst du haben in der Musik? Wie willst du dein Leben leben? Wie willst du, ne? Was willst du ausdrücken? Was willst du so sagen haben? So. Und genau, mit Jonas war es halt auch immer in Berlin. Wir haben manchmal so alte Standards gecheckt, super alt, super slow. Und dann kam er an und hat ein Thema von mir gespielt und ich habe versucht mit zu phrasieren. Aber die Art und Weise, so detailliert, pur musikalisch reinzugehen, war auch sehr interessant. Gut, pur musikalisch reinzugehen, negiert wieder die anderen, aber das ist nicht so gemeint. Ja. Rein von so einem, wie soll ich sagen, ja, wie in so einer Chorstunde. Ne? So, wo man alle Stimmen singt und wo man anfängt, das irgendwie anders zu sehen und das irgendwie so gesanglich zu hören. Ja. Also es ist eine andere Herangehensweise, sozusagen. Weil wenn ich mit ihm irgendwelche komischen Taktarten und irgendwelche so schon schwere Sachen, die zum Beispiel Ronny Grau beschreibt und sozusagen checke, dann ist es halt, er tanzt dann vor mir und singt mir das vor und ich begreife es irgendwie anders zu verstehen. Wie ist es generell? Lernst du lieber ein Stück Musik übers Hören oder übers Lesen? Beides eigentlich. Ich mag beides. Manchmal mag ich es nur zu lesen zum ersten Mal und dann ist man noch vorsichtiger. Weil ich mit Petter, wir haben es manchmal oft gehabt, dass wenn man es ein bisschen zu gut kennt, dann hört man nicht mehr, dass es das Stück ist. Also rein von der Form im Sinne von, dann riskiert man eine Menge. Ja. Aber das ist jetzt sehr drastisch ausgedrückt, natürlich ist es nicht ganz so, aber ich mag beides. Ich mag auch so die erste Take-Frische, sozusagen, die auch so eine gewisse Vorsicht impliziert, also in der Trägt, genau, ja. Und natürlich das, dass man es halt kennt und dann auch richtig kennt und dann natürlich ganz anders drüber denken kann. Ich kann mich erinnern, dass manchmal ist es ja das Gegenteil, wenn man Stücke so gut kennt, dass sie eigentlich mutieren. Sodass man sich nur noch gestikuliert, also eigentlich wie so ein Rubato-Stück hört im Kopf. Und eigentlich war das mal alles im Grid und man hört es nur noch so krass und du fängst dann nur noch an, super dreckig darüber zu spielen und so. Das ist vielleicht was man, ich weiß nicht. Es ist vielleicht sollte man das akzeptieren, dass dann es dann irgendwann vorbei ist, vielleicht kann mal was Neues kommen. So. Ja, aber vielleicht nicht, keine Ahnung. Ja. Yo, buddy. You wet? No, really? Yeah. Okay. I made it. So, here he is. Good to see you, man. Hey, motherfucker. Good to see you. Yeah, man. Likewise. How's it going? Yeah, I say good words about you. Yeah? Oh, Yeah. well, I'm happy to hear Yeah. that. It was like, I just listened through it, it's like, Petri is not really... I mean, he's not tight enough. You know, he's fucking weak and not loud enough and all these like... We were just talking about you. Oh, really? Yeah. Oh, And then God. you came in. I don't know, can I tell a very recent anecdote? Sure. I think I might have told you. No. And it's not to kind of like, it's just to underline how that what we've been doing together in different projects, that it has kind of like, it has a trajectory in its own right, and that it kind of like people kind of sometime think about things we've done, and it's really like this. Oh, it's Christian and Petter doing something together. Yeah. And do you know Ole Morten Vågan? Okay. No. He's an amazing bass player and composer, and arranger from Oslo. Ah, from Oslo. Well, I mean, he's from Brønnøysund, further north in Norway. But he's now the artistic director of Trondheim Jazz Orchestra. So he's just this really important and amazing force in the Norwegian scene. And he did a new program for the Trondheim Jazz Orchestra where he wrote, composed, and arranged for the orchestra. And then Gard Nilsson, the drummer, he sent me a photo from the rehearsals, and one of the tunes, one of the compositions by Ole Morten, it's called
Eldinger. Yeah. And then you look, you know, I could see some of the like, and you have like some of these kind of like 8/5 going into something like, then like loosen it up, going to different tempo kind of thing. So it's like, and I was just like, I was so, you know, deeply moved. Yeah, and you know what? You sent me a picture of it, right? I did send you a Yeah, picture. I didn't understand. Yeah, and I was like, and he's gonna keep that title. Yeah. It's just like It's a title. it's the like ultimate tribute in a way, Eldinger. because he's one of the bass players that I really like admire, and so it's like I was just like, oh, Yeah, God. yeah. yeah. Very nice. Do you guys want to play something for the No. for the end of the video? Okay. Yeah, End sure. of the video. Yeah. Yeah, sure. Alright. Okay. Yeah. Yeah. Let's go into Socialista at some point. Okay.